Hi, das ist Dom's Wheel World. Ich bin Dom. Ich bin Querschnitt seit 2012 und Tester und Entwickler bei Fosara. Und heute soll es um Rollstuhlreifen gehen. Wo sind die Unterschiede und was bedeutet eigentlich unplattbar? Los geht's nach dem Intro. Das hier sind alles Rollstuhlreifen derselben Größe und man sieht auf dem ersten Blick, sie unterscheiden sich deutlich. Die Profile sind unterschiedlich, die Farben sind unterschiedlich, aber die größten Unterschiede sieht man auf den ersten Blick nicht. Deshalb habe ich das Ganze für euch hier mal zusammengefasst, damit ihr nach diesem Video wisst, welche Reifengröße ihr habt und welcher Reifen für euch und euren Alltag im Rolli der richtige ist. Um die Reifengröße an eurem Rollstuhl herauszufinden, könnt ihr entweder euren Reha-Berater fragen oder ihr sucht mal euren Reifen ab, ob ihr irgendwo eine Bezeichnung findet. Das sieht dann im Idealfall so aus. Diese Bezeichnung hier beschreibt die Größe des Reifens in Zoll. 24 x 1. Diese Angabe beschreibt auch die Größe des Reifens, allerdings in Millimetern. 25/540. Oft sind diese Angaben etwas versteckt, so wie hier, wo sie halb ins Profil eingedruckt sind. Wenn ihr auf dem Reifen gar nichts findet, könnt ihr auch mal die Felge absuchen, ob ihr dort eine Bezeichnung finden könnt. Wenn ihr dann unter dieser Reifengröße im Internet nach Reifen sucht, werdet ihr viele unterschiedliche Reifen finden. Zum Beispiel diese hier. Das sind PU-Reifen. Ich finde die graue Farbe nicht allzu vorteilhaft, gibt es allerdings auch vereinzelt in schwarz. Ihr Vorteil ist, sie sind 100% pannensicher, aus dem Grund, weil keine Luft drin ist. Leider sind diese Reifen sehr schwer und rollen gegenüber einem Luftrad sehr unkomfortabel und hart. Außerdem rollen sie auch nicht so leicht wie ein Luftrad, was der Grund dafür ist, warum ich diese Reifen nicht empfehlen würde. Hier habe ich auf einer Seite mein normales Luftrad drauf und auf der anderen Seite das PU-Rad aus Vollmaterial, um euch zu zeigen, wie die Unterschiede in der Leichtläufigkeit sind. Wie ihr seht, driftet der Rollstuhl nach dem Anschieben in die Richtung, auf der das PU-Rad sitzt. Das heißt, dieses Rad rollt schlechter als das Luftrad. Weil das PU-Rad keine Luftfüllung hat, sondern aus Vollmaterial ist, entfällt das Luftdruck kontrollieren und aufpumpen, was ein Vorteil ist. Trotzdem sehe ich das PU-Rad höchstens an einem Transportrollstuhl im Krankenhaus und nicht an einem Aktivrollstuhl, der im Alltag bewegt wird. Dafür gibt es nämlich andere Lösungen. Zum Beispiel der Marathon Plus von Schwalbe. Er hat ein sehr gutes Profil, was im Alltag super ist und sogar im Winter ganz gut zu gebrauchen. Dadurch transportiert er aber leider etwas mehr Dreck wie ein Slickreifen beispielsweise. Zum Thema Reifen sauber machen gibt es ein separates Video, was ich euch hier oben verlinke. Beim Marathon Plus und allen anderen Schwalbe-Reifen steht das Plus für den höchstmöglichen Pannenschutz. Der Hersteller beschreibt diese Reifen als unplattbar. Also schauen wir mal, was unplattbar bedeutet. Nein, das hält der Marathon Plus natürlich nicht aus. Er ist ja ein Luftreifen und kein Reifen aus Vollmaterial, so wie der PU-Reifen. Trotzdem bin ich die letzten 7 Jahre mit dem Marathon Plus ohne Pannen durchs Leben gekommen, obwohl ich sogar in der Werkstatt in Metallspänen unterwegs bin. Genaueres zur Technologie im Reifen und
weiteren Rollstuhlreifen findet ihr im Link unten in der Beschreibung. Wer diesen hohen Pannenschutz mit weniger Profil haben möchte, der kann sich den Schwalbe Ride Run mal anschauen. Aber Achtung, in der Active Line Variante, so wie ich ihn hier zeige, hat er nicht denselben Pannenschutz wie der Marathon Plus. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr euch den Ride Run Plus holt. Der sieht allerdings immer so aus wie der hier gezeigte in schwarz mit grauen Streifen. Diese Reifen haben leider auch kleine Nachteile, und zwar rollen sie erstens etwas schlechter als Reifen ohne diesen hohen Pannenschutz und zweitens sind sie sehr schwer. Das macht bei diesen Reifen ungefähr 200 Gramm pro Reifen aus. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wer auf wenig Gewicht am Rollstuhl achtet, kann hier dann doch einiges sparen. Im nächsten Video zeige ich euch Reifen, die weniger als die Hälfte wiegen, wie die hier vorgestellten, und sich in Profil und Aussehen nochmal deutlich unterscheiden. Zum Video mit den Mountainbike-Rädern geht's hier. Nein, hier. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder ein Abo. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.